ready to rumble! Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute ein schnelles Gericht, eine schöne, schnelle Vorspeise. Tataki vom Rostbeef. Wie man das macht und was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Rostbeef, Parmesan, eine Zitrone, Olivenöl, Pfeffer, schönes Flakesalz und eine Zehe Knoblauch. Ich habe hier ein schönes Stückchen Rostbeef. Daraus machen wir eine japanische Version des italienischen Carpaccio. Die Japaner, die braten ihren Thunfisch von allen Seiten an und schneiden den dann dünn auf. Ja, und das heißt bei denen Tataki. So, und wenn man das mit einem Stückchen Roastbeef macht, dann kann man das Carpaccio, was angebraten ist, dann auch Tataki nennen. Ich habe jetzt hier eine Pfanne aufgesetzt auf die Sizzle Zone, auf den Seitenbrenner. Und jetzt habe ich hier so die Abschnitte, die ich vorhin beim Parieren abgemacht habe. Und jetzt fette ich mir schon mal die Pfanne. So, das Fleisch von allen Seiten schön braun. Jetzt nehme ich die Pfanne runter und setze das Fleisch nochmal hier unten auf die Sizzle Zone. Dasselbe nochmal von der Richtung. So, das Fleisch kommt jetzt vom Grill, ist natürlich recht heiß und es lässt sich jetzt schlecht dünn aufschneiden. Deswegen gibt es da einen kleinen Trick. Ich nehme mir so eine Zippertüte, packen wir das Fleisch hier rein und jetzt einfach für 10 Minuten in kaltes Wasser. Ich drücke die Tüte mit dem Fleisch unter Wasser. Der Wasserdruck drückt mir die Luft raus. Das Fleisch schwimmt nicht auf und kühlt dadurch schön gleichmäßig von allen Seiten ab. Und das Geheimnis bei dem Gericht ist eigentlich, dass ich das Fleisch gar nicht groß würze, sondern den Teller würze. Und dazu geht am besten ein Teller, der so ein bisschen eine rauere Struktur hat. Kann man auch eine Schiefertafel nehmen. Hauptsache, ich werde ein bisschen von meinem Knoblauch los. Das heißt, ich schneide eine Knoblauchzehe auf und reibe mir den Teller schon mal ordentlich, das riecht, ordentlich mit Knoblauch ein. So, jetzt hier schon mal einen Schluck Olivenöl drauf. Das schön verteilen. So. Jetzt geht's weiter. Parmesan. So, Abrieb von der frischen Zitrone. Und noch eine Prise Pfeffer. Das Fleisch ist abgekühlt. Nehme ich jetzt hier aus der Tüte. Jetzt versuche ich das Fleisch halt so dünn wie möglich aufzuschneiden. Und wichtig ist jetzt nicht drücken, sondern einfach das Messer laufen lassen. Jetzt sind das zwar schon dünne Scheiben, aber für ein Carpaccio zu dick. Und jetzt gibt es einige Möglichkeiten, die dünner zu kriegen. Einmal ist, dass man es schön ausstreicht. Oder, wenn man kein scharfes Messer hat, dann schneidet man sich ruhig mal eine dickere Scheibe mit ein bisschen Frischhaltefolie. Vielleicht einen Tropfen Olivenöl mit drauf, damit es besser schmiert. Ich habe jetzt hier mein Beilchen. Einfach dünn und platt drücken.
Wichtig ist hier auf den Teller legen, schön nebeneinander legen, nicht überlappen, weil ich habe ja das Gewürz, habe ich ja am Teller und das will ich ja damit aufnehmen. So, jetzt zu guter Letzt noch eine Prise schönes Flakesalz drauf und noch ein Tropfen Olivenöl. So, Tataki vom Rostbeef. Es ist selten, dass ich mich über ein kaltes Stück Fleisch so freue. Also ein schöner Starter für jede Party. Kann man auch einen Tag aufheben. Kann man schön kalt vorbereiten und dann servieren. Also, ich nehme noch eins. Probiert das mal aus. Und ich bleibe weiterhin neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.